Guten Morgen vom Campingplatz, wie auch immer der heißt, im Böhmerwald Nationalpark. Update zu gestern Abend. Wir haben schön geduscht. Leider haben wir durch das Duschen die warme Mahlzeit verpasst, die es hier noch gab. Das heißt, es gab nur etwas trockenes Brot und sehr nach nichts schmeckenden Käse, Schmelzkäse. In 2 Geschmacksrichtungen, aber die waren beide gleich gefühlt. Sandra schüttelt den Kopf. Egal. Ja, jetzt haben wir schon zusammengepackt, mehr oder weniger, und haben uns jetzt hier so geiles Frühstück geholt. Es gibt leider nicht so richtiges Frühstück, aber wir haben jetzt so 4 Süßkram-Zeugs und aber Hauptsache Kaffee. Ja, und dann werden wir uns richtig umziehen und dann irgendwann gleich losmachen. Geschlafen habe ich eigentlich ziemlich gut. Ich bin auch ziemlich wach, muss ich sagen. Es war ziemlich kalt diese Nacht. War schon ein bisschen frisch. Aber gut im Zelt. Aber gut im Zelt, sagt Sandra. Ich fand es trotzdem frisch. Ja, naja. Und die Leute fangen schon wieder an, hier Nebelschwaden da über den Campingplatz ziehen zu lassen. Egal. Sehr nett hier. So, guten Morgen aus dem Böhmerwald. Wir fahren jetzt seit 20 Kilometern echt nur durch Wald. Nur ganz kurze Abschnitte mal, wo man über so ein Feld fährt. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der Böhmerwald einer der, oder sogar der größte zusammenhängende Wald ist in Europa. Zentraleuropa zumindest. Echt schön hier. Jetzt sind wir auf so einem kleinen Radweg unterwegs. Asphaltiert, ohne Autos, sehr gut. Ja, kämpfen uns hier auf, weiß nicht, so zwischen 900 und 1000 Metern die ganze Zeit über die Hügel. Schon schön. Ja. So, da drüben, das ist der große Aber auf deutscher Seite. Skigebiet im Bayerischen Wald. Ich glaube 1450 ist der hoch. War ich vor 2 Jahren auch mal. Nicht oben, aber da unten, Bad Eisenkappel. Und wir rollen jetzt hier auf tschechischer Seite weiter. Der Spitzak heißt das, glaube ich, da so ein Berg davon. Und ich glaube, wir kommen jetzt gleich auf die Bundesstraße und dann rollen wir da jetzt runter. Wir sind die ganze Zeit auf 1050 gefahren. Und jetzt geht es, glaube ich, runter auf 400. Schauen wir mal. Tschüss. Also wir haben gerade so eine richtig gute tschechische Schotter-Asphaltstraße gefunden, wo wir jetzt mit unseren Rennrädern drüber müssen. Sandra hat da mit ihren breiteren Reifen ein bisschen besseres Spiel als ich. Ich hoffe, das ist nicht so lang hier. Das zieht sich jetzt schon. Mal sehen, habe ich einen Platten bekommen oder nicht. Und es ist ultra heiß.
Servus Leute, wir sind wieder in Deutschland. Wir haben jetzt gerade spontan unsere Route umgeplant von tschechischer auf deutsche Seite, weil die Straßen oder Radwege, sage ich mal, waren zwar asphaltiert, aber mega schlecht. So mit ganz groben Schotter und Stein zwischendurch. Und das tat echt weh am Hintern und in den Armen. So Sandra mit dem Rad war vielleicht okay mit dem breiten Reifen, aber das ist absolut nichts fürs Rennrad gewesen. Ja. Jetzt fahren wir hier auf guten Asphalt. Jetzt schon die ersten Kilometer in Deutschland. Steuern jetzt dann in 20 Kilometern den Supermarkt an und dann haben wir bis zu einem See geplant. Mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Ja, so langsam ist auch nicht mehr ganz so drückend. Also sollte jetzt ganz gut werden. Wir haben es 18 Uhr. Supermarkt hat bis 20 Uhr offen. Schaffen wir. Bis dann. Wunderschönen guten Morgen vom Plößberger Weiher. Wir haben hier am See geschlafen, in so einem Café, beziehungsweise saßen hier gestern noch Leute rum und die haben die Besitzer gefragt, ob wir hier übernachten dürfen und die haben ja gesagt. Die haben uns netterweise sogar das Waschhaus hier offen gelassen, dass wir eine Toilette hatten und warmes Wasser. Das war sehr gut. Ja. Einziger Punkt war, dass wir halt früh weg müssen oder zumindest zusammenpacken müssen, weil ab um 7 hier wahrscheinlich die ganzen Bademeister den Badebetrieb eröffnen und hier alles aufbauen. Deshalb sind wir heute um 6 schon aufgestanden, haben jetzt alles zusammengepackt und machen jetzt gleich erstmal Frühstück. Es ist total ruhig, kein Lüftchen, die Sonne kommt langsam über die Bäume rüber. Und wir fahren heute weiter. Erstmal geht es Richtung Fichtelgebirge auf den Schneeberg, heißt der, glaube ich. Und von dort planen wir mal, wie wir weiterfahren. Unsere Originalroute ging eigentlich über Jena, aber das ist ein bisschen weit heute noch, weil wir gestern ein bisschen kürzer gekommen sind. Aber wir gucken mal auf die Karte, was noch so auf dem Weg liegt. Bis später. Tschüss. So, wir gönnen uns gerade einen Eiskaffee in Wiesau, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viel wir geschafft haben. Wir haben es um 11 und der Eiskaffee sieht richtig lecker aus. Ich zeige es euch nochmal. Nice.
Puh. Wir kämpfen uns hier gerade den Schneeberg im Fichtelgebirge hoch. Die höchste Erhebung hier. Er ist, glaube ich, knapp über 1000 Meter hoch. Er ist sehr, sehr grober Asphalt. Und die Sonne hat gerade bis eben noch richtig hier raufgeballert. Und es war steil. Aber wir haben es jetzt fast geschafft. Und danach haben wir auch schon 2/3 der Höhenmeter heute geschafft. Die Hälfte der Kilometer. Hoffentlich hat man von oben wenigstens eine Aussicht, weil bisher ist noch alles Wald. Sandra kämpft sich da auch da hinten hoch. Ja, schauen wir gleich mal oben, ob wir da was sehen. Bis gleich. Wir sind jetzt oben auf dem Schneeberg. Sandra muss pullern. Wie ihr seht ihr einen richtig schönen Turm. Richtig hässlich. Was auch immer das ist. Hier irgend so eine alte, keine Ahnung, Burg. Anlage. Burg. Na, so ist es richtig mies hier oben. Hier gibt es nichts. Aussicht ist ganz gut, wie ihr seht. Das ist hier der höchste Punkt. Da drüben ist irgendwo Tschechien, glaube ich. Ja. Ja. Krass warm auf jeden Fall. War ein bisschen oll hier oben. Wir dachten, wir kriegen hier was Kaltes zu trinken. Aber dann rollen wir zum Edeka runter. Ja. Bis später. Na, guten Tag aus dem Osten. Übrigens. Nee, lassen wir das mit dem Sächsisch reden. Wir haben vor ein paar Kilometern die Grenze von Bayern zu Sachsen überschritten. Und fahren jetzt bis nach Plauen. Ich glaube, es sind noch so 10 Kilometer. Dort kaufen wir dann ein. Und dann haben wir noch mal so 8 Kilometer bis zum Piratenschiff. Schauen wir mal, wie das wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die Straßen sind übrigens mit der Grenzüberschreitung in den Osten auch deutlich schlechter geworden, muss man leider dazu sagen. Aber naja, damit kommen wir auch zurecht. Schlöbe, das geht richtig gut. Oh, Scheiße. Ja, ich mache jetzt aus. So, wir sind jetzt an der Talsperre Pöhl. Da oben ist unser Piratenschiff, wo wir nachher vielleicht einen Schlafplatz finden. Wir haben lecker Nudeln eingekauft. Da im Rucksack und da im Rucksack und bei mir noch im Rucksack. Und wir springen jetzt vielleicht ins Wasser oder wir nehmen einfach da diese Duschen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir angekommen. Es ist sehr schön hier, außer dass alles sächsisch reden. Na, passt schon. Ja, und wir werden uns dann umziehen und mal warten, bis so ein paar Leute weg sind und dann schauen, wie und wo wir schlafen. Bis später.
Guten Morgen von der Talsperre Plön. Plön, heißt die so? Egal. Pöhl, da steht's. Wir haben doch nicht in diesem tollen Piratenschiff da oben geschlafen. Wir haben noch eine Hütte gefunden, ein Stück weiter hinten in so einem Kletterwald, weil das heute Nacht geregnet hat. Und ja, das war eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir schon gefrühstückt, zusammengepackt und jetzt fahren wir die letzten 110 Kilometer nach Leipzig. Wetter schaut erstmal gut aus. Heute Nachmittag ist irgendwie ein bisschen Regen gemeldet. Schauen wir mal, ob das uns verfolgt oder uns entgegenkommt oder wo auch immer her. Ja, und dann ist die Tour vorbei. Dann sind wir im richtigen Flachland. Jupp, bis später würde ich sagen. Tschö. Sandra am Ballern. Also fast. So, wir sind jetzt endgültig auf besten ostdeutschen Straßen angekommen. Radwegen. Das ist echt richtig geil. Zusätzlich haben wir Gegenwind. Und es regnet jetzt gerade nicht mehr in Strömen, aber kommt gleich wieder. Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, noch 45 Kilometer bis nach Leipzig oder so. Jetzt wird es wieder besser. Ja, der Tag endet also so, wie er angefangen hat, mit Regen. Also ich meinte natürlich nicht, der Tag endet so, wie er begonnen hat, sondern die Tour endet so, wie sie begonnen hat mit Regen. Ich bin halt völlig verwirrt hier durch das Kopfsteinpflaster. Ey, hat da alle Gehirnwindungen mal von links nach rechts geschüttelt. Wir haben die Ursache vom Regen heute gefunden. Ich weiß, wo die ganzen Wolken jetzt herkommen. Schaut euch das an. Ich glaube, das muss weg. Deshalb ist hier schlechtes Wetter. Wir haben es nach Leipzig geschafft. Wir sind jetzt schon in der Wohnung von Sandra. Ein bisschen hier reingeballert. Geregnet hat es nicht mehr seit dem Kraftwerk eigentlich. Dann ist mir noch ein kleines Malheur am Kraftwerk passiert. Mir ist die GoPro, die habe ich am Lenker gehalten, als wir über so Bahnschienen drüber sind. Und die ist mir gegen die Lampe nicht geknallt, aber so leicht dagegen gekommen irgendwie. Und jetzt ist die Folie, so wie es aussieht, gebrochen. Das ist so eine Glasfolie. Ich dachte erst, das ist das Display, die Linse von der GoPro, aber ich glaube, das ist nur die Folie. Ja, vielleicht sieht man das auf dem Video. Egal, wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt erstmal duschen und haben noch Cola gefunden und gehen dann Pizza essen. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. Und dann gibt es bestimmt noch eine Zusammenfassung oder ich blende das ein, wie viel Kilometer und Höhenmeter und bla bla bla. Das mache ich später. Bis nachher. Ciao, ciao.
Guten Morgen aus fast noch Leipzig. Ich bin schon wieder auf Tour, habe jetzt einen Tag Ruhepause in Leipzig gemacht mit Sandra und fahre jetzt in meine Heimat ohne Gepäck. Das bringt mein Bruder mit und dann steht die Hochzeit meiner Schwester an. Ja, ich fahre jetzt hier gerade an so einem See lang. Keine Ahnung, wie er heißt, blende ich euch nachher ein vielleicht. Und ansonsten sind das heute, ich glaube, 160 Kilometer, die ich nach Hause fahre. Ohne Gepäck, fühlt sich gleich ganz frei an. Viel leichter. Und ja, das Wetter soll auch ganz gut werden. Ich lasse mich überraschen. Bis später. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich euch hier im Flachland so zeigen soll. Eigentlich ist es nur Geballer. Ich habe Felder, ab und zu mal Wald. Keine Ahnung. Deshalb wohne ich in den Bergen, da habe ich wenigstens ein Panorama. Hier ist alles so flach. Naja, später kommen ja noch ein paar Hügel. So, ich stehe jetzt gerade an der Burg Kriebstein da. Soll wohl Sachsens schönste Burg sein oder sowas, habe ich gelesen. Ist auch tatsächlich das erste Highlight bisher. Da war nur flach und Geballer und Feld und ein bisschen Rückenwind, das ist ganz cool. Wetter ist nicht mehr so geil, aber das ist jetzt ganz nice auf jeden Fall. So, das Bild hat sich etwas geändert. Es wird bergiger. Oh, das ist bergig. Ich bin, ich glaube, so 10 Kilometer östlich oder mittlerweile nördlich von Freiberg. Habe es also nicht mehr so weit nach Hause. Ich glaube, das sind noch so 40 Kilometer. Ja, ging ganz schön fix bisher. Mal sehen, ob die Beine jetzt noch mitmachen in den Bergen. Oh. Und mal gucken, ob ich gleich Wasser auffüllen kann. Ja, anstrengend. Bis später. So, jetzt hatte ich tatsächlich 25 Kilometer vom Ziel noch einen Platten. Richtig doof. Irgendwie so ein bisschen grober Schotter gewesen, kurz, weil da so eine Baustelle war. Und dann muss irgendwie, keine Ahnung, bin ich über so einen Stein rüber. Und dann muss der sich so rumgerollt haben und in die Seite rein oder sowas. Auf jeden Fall waren die Löcher in der Seite 2. Durchschlag eigentlich nicht, weil das war ja dann auf beiden Seiten. Keine Ahnung. Mein Glück war, dass ich an so einem kleinen Teich stand, weil meine Hände sahen aus wie Sau. Ja, passt jetzt wieder aufgepumpt. Geht, glaube ich, ganz gut. Und jetzt geht es fast nicht mehr bergab, nur noch so kleine Stücken wie jetzt, aber eigentlich nur noch hoch. Bis später. So, ich bin jetzt gleich im vorletzten Anstieg. Ich hatte gerade eine lange Baustelle, wo ich irgendwie die Umleitung verpasst habe. Musste ich so über 3 Kilometer groben Baustellen Dreck fahren. Aber diesmal kein Platten. Naja. Ja, der Anstieg hier, die kenne ich noch von früher. Teichhaus hier hoch. Und dann folgt schon fast der letzte Anstieg zu mir nach Hause. Ja, bin so ziemlich im Zeitplan.
Der Platten hat mich ein Stück nach hinten gehauen, aber die Viertelstunde egal. Bis dann. Da drüben müssen wir hin. Auf die Berge oder auf den Berg. Kann ich gerade schlecht zeigen, weil der Wind so stark von der Seite kommt. Da muss ich ungefähr hin. Da ist jetzt noch ein halber und ein ganzer Berg dazwischen. Aber entspannt. Zu Hause gibt es hoffentlich Kaffee und Kuchen und Kekse oder sowas. Der Wind weht jetzt ganz schön, aber ich bin ja gleich im Tal. Bis später. So, 500 Meter noch, dann bin ich bei mir zu Hause, beziehungsweise im Ort. Dann rolle ich noch entspannter durch. Zum letzten Anstieg ging jetzt nichts mehr. Vorhin bin ich ein bisschen geballert, aber jetzt bin ich platt. Naja, war ja auch genug Geballer heute. Puh. Schön wieder in der Heimat zu sein. Aber ich freue mich auf den Kaffee. Oh. Naja, ich denke mal, das war's von der Etappe heute. Wir hören uns demnächst. Tschüss.